beschwert, dass das Crab Meat, ich wollte schon Monster Meat sagen, dass das Crab Meat entfernt wird, stand im Discord. Haben sich wohl so viele Leute beschwert oder halt negatives Feedback gegeben. Und dann haben sie gesagt, ja, weil sich so viele beschwert haben, verlängern wir es bis zum 29.08. war es, glaube ich. Crab Meat. Der NPC steht auch noch da, also du kannst jetzt auch noch in den Dungeon. Da weiß man jetzt aber nicht so hundertprozentig genau, wie lange man noch in den Dungeon gehen kann. Manche haben schon predicted, dass der NPC um 0 Uhr verschwindet. Keine Ahnung, wird man mal abwarten müssen. Aber auf jeden Fall Crab Meat, egal wann der NPC entfernt wird oder ob der NPC noch entfernt wird, ist Crab Meat auf jeden Fall wird nicht gelöscht bis zum 29. Also bis Ende August basically. Und ja, wäre halt cool, sowas ein bisschen früher anzukündigen. Nicht nach der Serverwartung oder 20 Minuten bevor die Serverwartung vorbei ist. Aber das ist halt klassisch Gala. Das machen die immer so. Das ist denen vollkommen egal, ob dir das in den Kram passt oder nicht. Die machen das so, wie sie es denken, dass es richtig ist, und das ist halt meistens falsch. Das interessiert sie nicht. Leider. Du hast den Dungeon extra nicht mehr gefarmt? Ich auch nicht tatsächlich, aber ich habe immer noch 96 zum Glück. Ich habe ihn die letzten Tage auch nicht mehr gemacht, aber ich habe immer noch 96. Und was ich auch crazy finde, also es ist ja noch nicht passiert. Aber sie haben jetzt ja extra, das gibt es ja schon seit 2 Wochen, dieses Coupon-Feature unter Taste U, Events. Und sie haben in der Serverwartung geschrieben, oder in den Serverwartungsnotizen haben sie geschrieben, ja, das wird halt in der Zukunft für irgendwelche Coupons benutzt. Oder halt, für was es genau benutzt wird, wird später bekannt gegeben. Und da denke ich mir halt so, Junge, 20-jähriges Jubiläum kündigt ihr am gleichen Tag an, wie dieses Coupon-Feature. Und statt dass ihr sagt, hey, hier ist ein Coupon mit 10 Upcut Stones, 10 Amplification, 10 Vitaldrink oder Refresher-Holdboxen und 10 Potion-Boxen, sagen sie einfach, ja, das geben wir irgendwann später bekannt, wofür das gut ist. Also gibt's nichts zum 20-jährigen Jubiläum gratis? Gar nicht? Okay. Okay. Also vielleicht machen sie es noch am 16. Es ist ja noch nicht. Aber es ist halt so, ich denke mir halt so, are you fucking kidding me? Ihr fügt extra diese Coupon-Funktion ein und dann gibt es keinen Coupon zum 20-Jährigen? Das ist doch geistesgestört. Das muss doch ein Troll sein. Das ist einfach nur verrückt. Aber wie gesagt, also das ist ja noch nicht passiert. Also vielleicht machen sie es noch. Wieso levelt man auf Coral recht oft auf demselben Level und ab 149 auf einmal bei Nagas? Das liegt einfach an den hohen HP-Sprüngen. Ich level jetzt zum Beispiel bei Captain Merrill, die sind 4 Level höher als die Monster, bei denen ich davor gelevelt habe. Die Monster, bei denen ich davor gelevelt habe, hatten 337.000 HP, glaube ich. Und die Merrills haben 415.000. Das sind einfach 80.000 mehr HP. Heißt effektiv, ich muss 80.000 Schaden mehr machen. Mein Equipment hat sich ja aber nicht verändert. Also davon geht mehr standardmäßig aus. Und das heißt, wenn du zu höheren Monstern gehst, musst du viel mehr Schaden machen. Ja, das Monster gibt mir XP, aber es hat auch viel mehr HP. Also muss ich viel mehr Schaden machen, um diese mehr XP mitzunehmen. Und das heißt, grundsätzlich ist es besser, man macht nicht so große Sprünge mit dem Level, sondern bleibt lieber bei Monstern, die nicht sehr viel höher sind als man selbst. Dann hat man erstens den maximalen Damage, aber wenn du zu hohen Monstern gehst, verlierst du auch noch Schaden. Also mal angenommen, du gehst zu Monstern, die 10 Level über dir sind, da machst du nicht nur theoretisch, sondern du machst aktiv, effektiv weniger Schaden. Einfach nur, weil die Leveldifferenz 10 Level beträgt. Also es ist literally dumm, zu 10 Level höheren Monstern zu gehen, wenn man kein extrem gutes Equipment hat. Und ja, das war es eigentlich schon. Also eigentlich solltest du es selber merken, wenn du auf Coral Island bist. Am Anfang, Aatrox, gut, das Elementor nicht, Aatrox ist scheiße, das Elementor. Aber grundsätzlich, am Anfang geht's noch. Also mal angenommen, du hast das gleiche Equipment ab 135. Du hast das gleiche Equipment bei Mammuts.
bei Tiger, bei Meryl und dann noch bei Naga. Da solltest du eigentlich selber merken, wie es immer schwieriger wird, einfach nur normal zu leveln. Wie du immer weniger Monster pullen kannst, wie du immer langsamer gefühlt wirst von der Killtime her. Und das liegt halt einfach an diesen exorbitanten HP-Werten bzw. Sprüngen. Also die Naga haben dann schon über 500.000 HP. Die Captain, soweit ich weiß. Das ist crazy. Also die haben einfach nochmal 100.000 mehr als jetzt die Captain Meryl. Und wo, wenn ich das gleiche Equipment habe, soll ich nochmal 100.000 mehr Schaden herholen? Wo soll das herkommen? Nur weil ich 3 Level-Ups mache, mache ich nicht plötzlich 100.000 mehr Schaden. So funktioniert das Spiel nicht. Also, wie gesagt, vorausgesetzt, du hast immer das gleiche Equipment. Natürlich, ab 150 sollte man irgendwann schon gucken, dass man mal besseres Equipment zusammenbekommt. Oder halt Ultimate-Schmuck. Aber diese HP-Sprünge, selbst wenn man gutes Equipment hat, sind trotzdem exorbitant. Und es lohnt sich eigentlich dann länger bei niedrigeren Monstern zu bleiben. Weil die XP pro Mob variiert nicht so stark. Habe ich ja noch in meinem Video gezeigt, in dem XP-Guide. Habe ich es ja demonstriert mit den 1000 Monstern, 1000... Was habe ich da gezeigt? Small Tiger vs. Captain Artox oder so. Achso, na gut, in dem Fall wäre es sogar. Egal. Auf jeden Fall habe ich es ja an einem Beispiel demonstriert. Also die XP-Unterschiede sind ziemlich gering. Und was du dann effektiv machen musst, ist halt einfach die HP durch die XP teilen. Und da kommen dann halt die Werte raus, die dir weiterhelfen. Na, dann weißt du halt, wo kriegst du die meiste XP pro HP. Und da solltest du dann leveln. Nichts anderes habe ich gemacht letztendlich. Choral ist schon etwas Pay to Win. Ist es auch. Wie komisch, wenn die quasi ein Update pushen mit neuen Monstern, mit neuem Level. Und dann sagen sie erstmal, oh, kleines Baby-Bubu, machst du keinen Damage? Ja, oh, du kleines Baby. Ja, hier bitte. Ja, und hier nimm noch diesen Buff. Oh, du kleines Baby, hast noch kein neues Equipment? Das wäre komisch. Das wäre sehr komisch. Also ich meine, grundsätzlich ist natürlich Flife auch Pay to Win. Also ich meine, klar, alles, was ich gerade gesagt habe mit perfektes Equipment, pipapo, das trifft natürlich auch im PvE zu. Und auch wenn du nicht bei dem PvP-Tournament teilnimmst, trifft es zu. Aber da kann es ja letztendlich egal sein. Also ich meine, was juckt mich mit meinem beschissenen Equipment jetzt, dass hier Leute rumlaufen mit einem Conch-Stuff, teilweise schon auf 140 und 150er-Set mit 200 Cast-Time. Vielleicht Ultimate Schmuck plus 5, was juckt mich das? Inwiefern macht das jetzt irgendwie mir das Game madig oder so? Richtig madig wird es ja erst, wenn du PvP spielst. Wenn dir dieser direkte Unterschied im Equipment halt quasi volle Kanne ins Gesicht gedonnert wird. Erst dann wird es ja eigentlich zum Problem. Solange es kein PvP in einem Game gibt, oder nicht der Fokus auf PvP liegt, habe ich persönlich kein so großes Problem damit. Jetzt zum Beispiel in Flife als PvE-Spieler. Was juckt mich da, was die anderen für Equipment haben? Was juckt mich PvP und so? Das kann mir alles egal sein. Letztendlich. Ich meine, er muss nicht wechseln. Aber er verliert halt extrem viel Schaden, wenn er das falsche Element hat. Und du nimmst ja einen Blade eigentlich deswegen mit, weil er den am meisten Schaden macht. Also ist dann nicht so produktiv, wenn Blade plötzlich halt den Elementvorteil verlieren würde. Dann ist er ja nur noch ein Knight. Schauen wir mal in den Code. Ah, es sind Spaghetti Bolognese. Frech. Rotzfrech. Ah, probably true. 8 Stunden sind nicht 24, aber 3 mal 8 ist 24. Boom! Quick Math. Du musst dich auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Willst du damit etwas sagen, dass Flife nicht wichtig ist? Also bei allem Respekt so, aber ich glaube, ich habe mich gerade verhört. Du hast wieder einen Flug nach Japan gebucht. Beim zweiten Mal wirst du zum 100% zum Weep. Willst du damit sagen, du bist noch kein Weep? Das wage ich zu bezweifeln. Kollege trägt demnach ganze 22 Vornamen und heißt bürgerlich Justus Julius Jonas Michael Mann.
Markus, Mirko, Frank, Frederik, Friedrich, Lars, Levin, Lukas, Timo, Theodor, Thorsten, Ansgar, Antoine, Felix, Martin, Andreas, Matthias, Blume. Einfach ganzes Namensregister. Einfach quer durchs Namensregister gezogen. so nennen wir ihn. Nennen Sie uns die 33 beliebtesten Vornamen der letzten 40 Jahre. Okay, so nennen wir ihn. Geistesgestört. Oh, Level Up. 139. Oh ja, dann müssten alle Level Up sein, tatsächlich. 139. 139. 139. 139. Yeah, Baba. 139. Und last but not... Oh, Moment, der war schon.